Grobe Landschaften, ruhiges Wetter und ein echtes Gefühl von Freiheit. Das ist Easy Reise auf Norwegen. So sind wir also angekommen. Ein Auto und 27 Tage vor uns, um das wilde Land zu entdecken. Ohne zu wissen, was uns erwartet, sind wir auf Senja gefahren. Ausgerüstet mit Schlafsack und Mätteli haben wir vor, den grössten Teil unserer Reise von aussen zu übernachten. Geklappt hat das nicht ganz. Mehr dazu aber später. Zuerst möchte ich auch noch den Jan vorstellen. Er ist leidenschaftlicher Fotograf und ist genau wie ich fasziniert von Norwegen. Das Land von den Fjorden, Bergen, unglaublicher Natur und Nordlichter. Und speziell auf Nordlichter haben wir in dieser Reise gehofft. Es ist zwar eher unwahrscheinlich, sie im September zu sehen, aber wer weiß, vielleicht ist ja das Glück auf unserer Seite. Was kann ich sagen? Ein riesen Welcoming. Schon der erste Sonnenuntergang war richtig nice. Am nächsten Tag sind wir auf die andere Seite der Insel und haben dort das Dorf Husøy besucht. Dort haben wir bei einer Ausfahrt angehalten und angefangen kochen. Auf ziemlich unbequemen Steinen haben wir den easy Fajitas gegessen und die Wetterprognose beobachtet. Die hat gut ausgesehen und darum sind wir ins Auto gehockt und haben gewartet. Krass, Nordlichter schon am dritten Tag. Auf Kamera sieht es zwar viel besser aus als in echt, aber es war gleich magisch. Schon am dritten Tag haben wir das gesehen, was wir erst gegen das Ende der Reise erwartet haben. Nach einer ziemlich erholsamen Nacht direkt neben der Straße haben wir uns auf den Weg zum nächsten Berg gemacht. Hier oben nachher hat das Wetter nicht wirklich gut ausgesehen. Um uns ein bisschen aufmuntern, haben wir Magronen gemacht und nach einer Zeit gemerkt, dass es vielleicht gleich noch etwas werden könnte mit dem Sonnenuntergang. Crazy. Das war, glaube ich, der heftigste Sonnenuntergang, den ich je gesehen habe. Norwegen ist bekannt für das wechselhafte Wetter. Und wie erwartet, ist es euch auch. Vom Wetter haben wir unsere Laune aber nicht verderben und sind weiter Senja erkunden. Bei der Planung der Reise haben wir kaum gedeckte Schlafspots gefunden. Bei einem von denen haben wir nur einen Standort gehabt. Ohne also zu wissen, was uns erwartet, sind wir angegangen und haben ein modernes Grillhütchen direkt neben dem Meer gefunden. Dort haben wir auch wieder zu Nacht gekocht und sind vor Wind und Wetter geschützt gewesen. Nach einem Abstecher zum Tungeneset-Aussichtspunkt sind wir weiter südlich gefahren und haben auf dem Weg noch ein paar nice Spots entdeckt. Schlussendlich sind wir dann im Onderdalen Nationalpark gelandet. Dort sind wir zu einer Hütte gegangen, die für alle offen ist.
I can feel it. Wir haben einen gemütlichen Abend verbracht und vor allem wieder einmal auf einer richtigen Matratze können schlafen. Now, and I try to pretend that I'm fine. Tell me why. Morgen hat das Wetter wieder besser ausgesehen und die Sonne ist wieder vorgekommen. Need you by my side, and suddenly I'm bored. I'm dancing in the dark, counting all the Mit 250 km auf der E6 mit den schönsten Seen und Landschaften nebendran ist es weitergegangen. Immer wieder sind wir ausgestiegen, haben die Drohne steigen und Bilder gemacht. bluebirds. Show you what I got. Save my tomorrows from the lonely night. Can you hear me crying, baby? I'm alright. Lost and So war die erste Woche schon vorbei gewesen. Und für uns jetzt geheissen, auf Richtung Lofoten. moment.